Ja, mal gucken, wie sich das anhört. Ich habe jetzt mal das Mikrofon nochmal woanders hingetan. Plus einmal auf Superview filmen. Um zu sehen, wie das ausschaut. Heute ist halt auch noch besonders windig. Und das ist halt das Problem beim Naked Bike, weil du den ganzen Wind in die Fresse kriegst. Aber ich werde sehen, wie sich das hier anhört. Ja, ich fahre heute zum Händler. Wieder mal. Weil mein Kennzeichenlicht ist im Arsch kaputt. Und da ich noch Garantie drauf habe, ich war gestern schon da. Aber da hatten die leider keine Zeit, das einzubauen. Ich war auch ohne Termin da. Von daher kein Thema. Aber er meinte, ich soll heute kommen zu denen. Die haben bis 2 Uhr Mittagspause. Wir haben jetzt 20 vor 2. Ich soll direkt um 2 Uhr da sein, dann macht er das fertig nach seiner Mittagspause, dann hat er alles schon fertig sich hingelegt, hat er gestern gesagt. Und dann kann er mich dazwischen schieben, weil das dauert ja wahrscheinlich nicht so lange. Noch einer. Ach so, war ein Rollerfahrer, egal. Einfach grüßen. Hat 2 Räder. Digga, das muss ich ja so löschen. Weil eigentlich grüßt ja kein Rollerfahrer zurück. Witzig, dass er zurückgegrüßt hat. Weil normalerweise, wenn du Rollerfahrer so aus Joke grüßt, dann grüßen die halt nicht zurück. Aber vielleicht ist der auch Motorradfahrer. Oder war mal Motorradfahrer, der Typ, der mir mit dem Rollerrad entgegenkam. Hat deswegen gegrüßt. Aber es sah wirklich erst aus wie ein Motorrad, muss ich sagen, und nicht wie ein Roller. Sah aus wie so eine Sporttourer von vorne, also der Roller. Ich habe echt Glück, hier wo ich lang fahre, blauer Himmel. Ich habe genug Zeit noch, sage ich jetzt. Aber ich sollte eigentlich pünktlich da ankommen. Ich hasse dieses 30. Die hätten auch das 30 einfach nur für LKW machen können, weil einen anderen Grund hat das nicht. Das 30 ist nur, damit die LKW hier sich nicht festfahren. Oder wenn die sich festfahren, dass hier nicht so ein dicker Schaden entsteht. Das ist aber ein Motorradfahrer jetzt. Ich bin echt immer überrascht, dass man, wenn ich mal unterwegs war und Musik anhatte, dass man die nicht gehört hat. Ich bin gespannt, ob man die jetzt hört. Aber es ist frisch, obwohl es so schön aussieht. Wir haben auch, glaube ich, nur 15 Grad. 14 Grad, sagt das Motorrad. Hier ist 70. Hier war ich auch schon mal in einem Video, wo ich auch zum Händler gefahren bin. Der coolere Weg ist, jetzt haben wir die andere Seite. Ach, da ist sogar 100 dann? Weil hier ist 70 und hier fängt 50 an. Da muss da ja 100 gewesen sein. Den Night Ride werde ich auf jeden Fall auch nochmal aufnehmen, aber ich kann wie gesagt nicht nachts fahren. Also ich kann es schon, aber
Mit kaputten Kennzeichenlicht ist halt uncool. Nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht. Ah, okay, ab hier ist erst wieder 70. Ich dachte, die ganze Strecke ist 70, aber gut. Da kannst du auch nicht so die ganze Zeit mit 100 ballern. Oh, meine Nase juckt. Und ich kann mein Visier nicht hochklappen, weil die Kamera davor ist. Ja, perfekt in der Zeit. Boah, das riecht hier voll geil. Durch den Raps. Sind wir gleich auch schon wieder da. Oder so irgendwie. Hier sind wir auch schon beim Händler. Ach du Scheiße, ist das voll. Nein, heute nicht. Ich glaube, heute ist nicht voll, weil jetzt haben die ja gerade Mittagspause. Hi, ich bin's wieder, gerade am Video schneiden und ich muss kurz sagen, eigentlich sollte das ein zweiteiliges Video werden, aber weil ich wieder so ein durchaus begabter Motovlogger bin, habe ich natürlich den zweiten Teil aufgenommen, aber wieder nicht gecheckt, ob mein Mikrofon richtig im Media-Mod steckt und wie soll es anders sein, war nicht verbunden, der zweite Teil wäre also nur Fahren ohne Sound. Ich mache das vielleicht als nicht gelistetes Video einfach nur mit Musik. Wenn ich es gemacht habe, als Video nur mit Musik, dann ist der Link dazu in der Videobeschreibung und wenn der da nicht sein sollte, dann habe ich das nicht gemacht und dann war das hier das Video, wie ich zum Händler gefahren bin wegen meinem kaputten Kennzeichenlicht. Ansonsten freut euch aufs nächste Video. Bis dahin, ride safe und ciao!